Hast du das Gefühl, viel zu steif zu sein und ständig tut dir irgendwo was weh? Dann bleib dran. In diesem Video zeige ich dir eine kleine Übungsroutine, womit du Schmerzen lindern kannst und gleichzeitig ein bisschen beweglicher wirst. Nicht selten kommen bei mir in die Therapie Patienten, die sagen, aber ich mache schon Rückenübungen und es hilft alles nicht. Einen kleinen Hinweis im Voraus. Manchmal ist es sinnvoller, dass du einfach ein bisschen länger schläfst, besser mit deinem Stress umgehst und dich gesunder ernährst, als nur Rückenübungen zu machen. Aber abgesehen davon kann es sinnvoll sein, dass du dein Training etwas anpasst. Die Wirbelsäule kann grundsätzlich 6 Bewegungen: Beugen, Strecken, rechts drehen, links drehen, Seitneige und in die andere Richtung. Und auch die Muskulatur hat unterschiedliche Muskelphasen. Manche sind eher für die Ausdauer gedacht, die anderen sind eher für dynamische Übungen, für explosionsartige Bewegungen. Nun ist es nicht selten, dass Patienten, die Rückenschmerzen haben, nur in eine Richtung arbeiten. Häufig wird dann halt Übung für den Rückenstrecker oder von dem Bauch gemacht, aber die anderen Bewegungen, die kommen nicht ins Spiel. Und nicht selten werden die auch in nur einer Art trainiert. Das heißt, häufige hoch und runter oder halt mit Bewegung, das heißt dynamische Bewegungen, aber die Ausdauer wird nicht gezielt angesprochen. Heute zeige ich dir eine Übungsroutine, die alle diese Punkte bedient und dir dabei helfen kann, Schmerzen zu lindern und noch ein bisschen mehr Bewegung zu bekommen. Also, wir beginnen auch mit dem Klassiker, das Beugen und Strecken. Dafür stellst du dich mit dem Rücken an einer Wand, deine Füße ungefähr 10 cm von der Wand entfernt. Je näher du bist, desto schwieriger ist auch die Übung. Also, ein bisschen von der Wand entfernt, deine Hände locker am Körper hängend und als erstes rollst du den Nacken nach unten, so als ob du dein Kinn Richtung Brustkorb bringen willst. Und dann, wenn du hier angekommen bist, Wirbel pro Wirbel, rollst du deinen Rumpf vorwärts und versuchst so weit wie möglich nach unten zu kommen. Und jetzt ist der Trick, wenn du ganz nah an der Wand bist, wirst du verhindern, dass du auch Ausweichbewegungen mit dem Becken durchführst. Dadurch spürst du deutlich stärker auch die hinteren Oberschenkelmuskulatur. Nicht selten fallen die Patienten einfach nach vorne weg, weil sie nicht genug Bewegung von der Lendenwirbelsäule herholen. Und dann von unten aus, das heißt zuerst die Lendenwirbelsäule aufrichten, dann die Brustwirbelsäule und zum Schluss auch den Kopf dazu. Stell dir mal vor, hier hättest du jetzt die Wand. Kopf erstmal einrollen, zuerst die Halswirbelsäule, sodass du hier auch diese erste Dehnung spürst. Dann als nächstes wirklich die Brustwirbelsäule forciert hier einzuknicken. Und zuletzt dann nimmst du die Wirbelsäule. Die Lendenwirbelsäule. Versuche ganz bewusst mit dem unteren Rücken ganz rund zu werden. Lass die Arme vorne hängen und dann gehst du immer weiter runter und versuchst deine Brust Richtung Oberschenkel zu bringen. Und in diesem Moment spielt dann die Wand eine Rolle, indem du nicht nach hinten abweichen kannst mit deiner Hüfte, sondern in einer geraden Ebene bleibst. Unten angekommen, beginnst du dann die Bewegung von unten nach oben wieder aufrecht zu machen. Zuerst das Becken reinkippen, die Lendenwirbelsäule gerade halten, die Brustwirbelsäule bleibt noch gebeugt, Schulter locker hängen lassen und dann zu guter Letzt auch noch den Nacken dazu bringen. Und das Ganze 12 Mal wiederholen. Das ist jetzt eine dynamische Übung. Als nächstes gehen wir nun in eine Übung für die Ausdauerkraft deiner Rücken. Dafür stellst du dich weiter an der Wand ran. Knie können nun leicht gebeugt sein, aber wirklich nur leicht. Du bringst deinen Rumpf vorwärts, deine Hände sind nun gestreckt und jetzt stell dir mal vor, du würdest Holz hacken. Das heißt, deine Arme führen in so eine Bewegung nach oben und nach unten, währenddessen du deinen Rücken gestreckt hältst. Am besten schaust du nach unten und bewegst deine Arme ungefähr auf Höhe von deinem Kopf. 20 Wiederholungen, 10 jeder Seite. Das müsste so ungefähr auch 20 Sekunden ausdauern, bis du dann
den Rumpf wieder streckst und in die aufrechte Haltung kommst. Füße hüftbreit auseinander, die Knie leicht gebeugt, an der Wand ungefähr 20 cm von der Wand entfernt. Deinen Rumpf bringst du jetzt nach vorne in eine Gerade. Deine Arme werden durchgestreckt und nun mindestens 20 Wiederholungen bzw. 30 Wiederholungen, sodass du 20-30 Sekunden in dieser Position bleibst. Bewege die Arme so schnell wie du kannst nach oben und nach unten, achte aber darauf, dass dein Rumpf stabil bleibt. Wenn die Zeit vorbei ist, Hände zuerst nach unten und dann in der aufrechten Haltung. Diese Übung solltest du dann für 4 Serien durchführen. Also 4 mal 30 Sekunden. Wir haben gerade die Beweglichkeit in der Beugung trainiert und die Ausdauer beim Rückenstrecke. Und mit dieser Übung trainierst du nun die Beweglichkeit in die Streckung deiner Wirbelsäule. Diese Bewegung wird sehr häufig vernachlässigt. Such den kleinen Hocker, platziere zur Wand hin und setz sie ein bisschen mehr als hüftbreit zu der Wand. Platziere deine Hände nach oben, so weit wie du kannst, und jetzt geh mit dem Rumpf vorwärts. Wichtig dabei ist, dass du versuchst, deinen Brustkorb Richtung Wand zu bewegen und nicht nur in die Schulter. Also auf die vorderen Sitzkante und nun den Rumpf vorwärts reinfallen lassen. Schön in die Streckung rein und dann wieder zurück. Und diese Bewegung wiederholst du für 10 Mal. Langsam in die Bewegung reingehen, kurz in der Bewegung bleiben, richtig in die Streckung reingehen und dann wieder loslassen. Nutze deine Arme als Hebel für die Streckbewegung. Schön nach oben bleiben, bisschen reinfedern, komplett in die Streckung rein und dann wieder los. Und ebenfalls hier 10 Wiederholungen. Als nächstes nutzt du es aus, dass du den Hocker hast und trainierst nun die Ausdauerkraft deiner Bauchmuskeln. Dafür ist es wichtig, dass du dich entweder auf den Hocker setzt oder du setzt dich seitlich auf einen Stuhl drauf. Deinen Rumpf wirst du erstmal aufrecht lassen. Dann überkreuzt du deine Hände vorne an den Rumpf und du probierst als nächstes mit dem Rumpf nach hinten zu gehen. Wichtig dabei ist, dass du nicht zusammensackst, also die Wirbelsäule bleibt aufrecht, so weit wie du kannst nach hinten. Wenn du in dieser Position angekommen bist, wo du deinen Bauchmuskel auch gut spüren kannst, versuchst du jetzt die Arme noch nach vorne zu strecken und wieder reinzubringen. Das Wichtige bei dieser Übung ist, dass du deinen Rumpf stabil hältst, die Wirbelsäule bleibt gerade bzw. in aufrechter Stand und wiederholst du 30 Mal die Strecken deiner Arme und wieder zurück. Und auch diese Übung 5 Wiederholungen für jeweils 30 Sekunden. Dein Bauch wirst du schon ordentlich spüren. Wenn dir dieses Video gefällt und du einfach mehr Info bekommen willst, wie du mit Übungen von zu Hause aus deine Beweglichkeit verbessern kannst, Schmerzen linderst und im Alltag aktiver wirst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit Drehung und Seitneigung. Für die dynamische Drehbeweglichkeit deiner Wirbelsäule. Du legst dich auf der Seite hin, Fuß in deine Fußkehle von der anderen Seite. Dein Knie soll jetzt auf dem Boden bleiben. Du legst ganz aufrecht auf deine Schulter drauf, damit die Wirbelsäule erstmal in einer Linie gerade liegt. Nun platzierst du die Hand von der oberen Seite in deinem Nacken, Ellenbogen nach außen zeigend, und jetzt drehst du den Rumpf so weit wie du kannst. Das Ziel wäre, dass du deinen Ellenbogen nach unten Richtung Boden bringst. Und dann wieder zurück. Du kannst diese Übung selbstverständlich auch mit dem gestreckten Arm durchführen. Das Problem dabei ist, dass nicht selten die Patienten viel mehr von der Bewegung von der Schulter her holen, als von der Wirbelsäule selbst. Die Idee hierbei ist, dass du ein richtiges Drehen bzw. eine Verbringung deiner Wirbelsäule hast. Deinen Augenblick,
schaut immer zu deinen Ellenbogen hin. Somit hast du auch noch die Beweglichkeit der Halswirbelsäule. Und diese Bewegung 12 Mal durchführen, jede Seite für 2 Serien. Und dann wechselst du die Seite, um das gleiche auf die andere Seite zu machen. Denk dran, dass dein Knie auf dem Boden als Anker dient. Das heißt, du gehst nur so weit nach hinten, bis du dein Knie noch auf dem Boden halten kannst, um dann langsam wieder zurückzukommen. Eine kontrollierte Geschwindigkeit bei der Ausführung der Übungen sorgt dafür, dass du die Muskulatur besser und effektiver trainieren kannst. Geh bis Ende der Bewegung, bleib ein paar Sekunden da, bewusst das Knie weiter nach unten Richtung Boden führen, um langsam wieder zurückzukommen. Und jetzt geht es um die Kraft deiner schrägen Bauchmuskel und auch Rückenmuskel. Die Ausdauerkraft, besser gesagt. Also beug deine Hüfte und Knie in 90 Grad. Wenn du das gerade auf dem Bett machst, kannst du die auch sehr gerne seitlich festhalten. Führe deine Füße zusammen und auch deine Knie zusammen. Und nun lässt du die Beine seitlich fallen, aber nur so weit, bis du deine Schulter von der Gegenüberseite auf dem Boden halten kannst. Wenn du jetzt an den Limit angekommen bist, versuchst du in dieser Position die Bewegung zu halten. Und zwar für 30 Sekunden. Bleib in dieser Position, vermeide, dass deine Beine komplett ablegen, sondern spüre auch die Spannung von der seitlichen Muskulatur. Nutze deinen Arm als Anker und nach 30 Sekunden kommst du dann in der Mitte wieder zurück, um die gleiche Bewegung auch auf der anderen Seite durchzuführen. Ebenfalls hier, geh so weit nach unten, bis du die Bewegung gut kontrollieren kannst. Behalte die 90 Grad, weil je mehr du beugst, desto leichter wird auch die Übung. Und auch deine Knie in 90 Grad. Und ebenfalls hier 30 Sekunden halten. Diese Bewegung oder beziehungsweise diese Übung führst du dann 5-mal durch. Also 5-mal rechts, 5-mal links für jeweils 30 Sekunden. Und als letztes wollen wir die Seitenneigenbewegung trainieren. Dafür kannst du, musst aber nicht, so ein Gummiband nutzen. Es wird dir helfen, die Übung intensiver zu machen. Also, du nimmst das Gummiband als doppelt, hältst es mit einer Hand fest und jetzt mit der gegenüberliegenden Seite vom Fuß stellst du einmal drauf. Es ist wichtig, dass mit der aufrechten Stand schon eine Spannung drauf ist. Nun die andere Seite davor stellen. Die Seite, wo du mit dem Fuß auf dem Gummiband drauf bist, die wirst du jetzt im Nacken bringen. Bringe den Ellenbogen nach hinten und versuche nun, das linke Ellenbogen Richtung linke Hüfte zu führen, so als ob du den Rumpf seitlich bewegen willst. Also seitlich an den Rumpf soll ein Knick entstehen, deine Hand bleibt gestreckt, kleben an deine Hüfte. Und dann langsam wieder zurück. Nach unten, so weit wie du kannst, schön in die Beugung reingehen. Und wieder hoch. Je tiefer du kommst, je mehr die Beugung da ist, desto stärker ist der Widerstand von dem Gummiband. 12 Wiederholungen auf einer Seite und das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Also Hand im Nacken, Ellenbogen nach unten bringen, nach außen bringen, besser gesagt. Den anderen Ellenbogen fest am Rumpf und nun Ellenbogen Richtung Rumpf bringen, um eine Seitneigung zu erzeugen. Tief nach unten und wieder zurück. Deine beiden Füße sollen die ganze Zeit auf dem Boden bleiben. Nach unten aktiv anspannen, richtig den Rumpf beugen und wieder zurück. Und auch diese Übung 12-mal jede Seite durchführen und dafür 2 Serien. Und als letztes, aber nicht weniger wichtig, die Ausdauerkraft der Seitenmuskulatur. Also, du stellst dich seitlich zu einer Wand hin, schon einen bestimmten Abstand nehmen von der Wand und als erstes beugst du dann deinen Ellenbogen, so dass du deinen Rumpf schon einen Tick zur Seite neigen musst, um den Ellenbogen an der Wand zu platzieren. Ein bisschen mehr, ungefähr auf Höhe von deiner Schulter, so ungefähr so 90 Grad bist.
Und in dieser Position lässt du nun deinen Rumpf nach innen Richtung Wand bewegen. Die Idee ist es schon, dass du seitlich so einen Bogen hast. Versuche in dieser Position, dich für 30 Sekunden zu halten. Glaub's mir, es ist schwieriger, als man denkt. Wichtig ist, damit die Übung auch intensiv genug ist, dass du einen bestimmten Abstand hast. Wenn du jetzt zu nah vor der Wand bist, dann hast du auch einen deutlich weniger Effekt von dieser Übung, als wenn du in der Seite weiter weg von der Wand bist. Und ebenfalls hier, vergiss es nicht, die beide Seiten zu trainieren. Die Bewegung reinfallen lassen in der Bewegung und aktiv 30 Sekunden halten. Achte darauf, dass du deinen Rumpf nicht nach vorne abweist und auch nicht nach hinten abweist. 5 Wiederholungen sollen es sein pro Seite und jede Wiederholung sollte mindestens 30 Sekunden gehalten werden. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!